Puchfans, willkommen zurück beim Puchshop Show. Ja, es ist natürlich Urlaub gewesen. Wir waren 5 Wochen nicht da oder fast 6. Aber jetzt, wir sind wieder da. Ich hoffe, ja, eure Urlaub war auch erholsam, ne, auf gut Deutsch. Und haben wir eine gute Farbe? Ich auf jeden Fall, ne? Spanische Sonne. Also, ja, wir können wieder an die Arbeit und wir haben schöne Sendungen in Zukunft. Und ja, heute haben wir eigentlich eine sehr einfache Sendung. Ne? Weil ich muss natürlich auch ein bisschen wieder gewöhnen. Ne? Also, das muss nicht alles zu schwierig sein. Und ja, worüber reden wir heute? Was öfter passiert bei uns, das sind Fragen von Kunden. Ich habe eine neue Zylinder eingebaut, zum Beispiel eine PSR 70 Kubik. Ne? Und Leute bauen das ein und bekommen Probleme. Ja, das läuft nicht gut, es zieht nicht durch, hat keine Endgeschwindigkeit. Aber was man öfter vergisst, ist das natürlich, man muss natürlich Änderungen am Motor durchführen. Es ist nicht nur der Zylinder, der Arbeit leistet. Ne? Das ist ein Vergaser dabei, ein Auspuff dabei, ein Düse, Luftfilter, Übersetzung. Ja, eigentlich hat das alles zusammen, bringt das mehr Leistung, Drehmoment oder Drehzahl. Na, was ist öfter das Problem? Wie gesagt, Zylinder wird eingebaut, aber Düse wird nicht angepasst. Ja, da ist in einer Puch Original, das sind Düsenreihen von 54 bis 58 oder 58 in ein 12er Vergaser. Ein 70 Kubik Zylinder oder eine schnelle 50 Kubik kann man einfach fahren mit einem 12 mm Vergaser. Nicht optimal, ein 15er Bing oder eine 15er, ja, egal welche Größe, nur bis 17,5 mm, da komme ich später drauf, aber das bringt schon etwas. Man kann es mit einem Originalvergaser fahren, aber man muss natürlich Düse ändern. Naja, das ist per Motor anders, per Abstimmungen anders, per Auspuff anders. Zündung ist auch wichtig. Aber sag mal, man baut ein 70 Kubik ein und ja, kein Power da. Nee, es bekommt zu wenig Benzin und es bekommt zu wenig Luft. Also immer Düse anpassen. Es ist nimmer so, wenn man eine schnelle Zylinder einbaut, dass einfach die Düse richtig ist. Die Originaldüse. Geht nicht. Also, remember that, auf Englisch, vergesst das nicht. Das ist echt wichtig, Düse anpassen, weil sonst wird es auch zu heiß. Dann haben wir noch ein zweites Ding, was man nachsehen muss. Also, Zündung ist auch wichtig. Ein schnellerer Zylinder fragt um etwas mehr Vorzündung. Also, ich gehe davon aus, dass es um einen Originalmotor geht. Ne? Nicht mit einer PVL drin oder da sind Anleitungen dabei, wie man das einstellen muss und das ist immer gut. Aber ich rede über Originalzündung. Die muss man also früher einstellen. Wieso denn? Ja, natürlich, man braucht mehr für das Drehmoment, braucht man etwas mehr Vorzündung und die muss man einstellen. Und die muss 1,4 mm sein. Ja, echt, 1,4 mm. Und die Unterbrecher, die sind dann auf 0,40 mm. Also, wenn man das einstellt, wird das Motor nicht zu heiß, sonst wird es zu heiß. Steuerzeiten im Zylinder sind anders. Also, ja, man braucht etwas mehr Vorzündung. Ist echt wichtig, weil sonst zu heiß. Und dann mit einer kleineren Düse, was passiert? Klemmen. Und ja, dann bekommen wir eine E-Mail, ja, ich habe eure Zylinder eingebaut, aber nach 300 Meter oder 3 Kilometer, ja, ist den ganzen Nikasil raus und Kolben hat Kratzer. Ja, logisch, ne? Zu heiß geworden. Auspuff, auch wichtig. Normalerweise ist beim Puch eine 18 mm Krumme drunter. Ja, beim Maxi, ne? Bei diesen größeren Modellen wie Monza und Jet sind natürlich, aber das sind ganz andere Motoren. Also, ich rede von E50 Motor. Also, was muss man da noch beachten? Ein Auspuff von 18 mm ist natürlich für eine schnelle Zylinder viel zu dünn. Da braucht man minimal eine 22 mm. Das geht. Zum Beispiel beim Airsal 70 Kubik, 50 Kubik, kein Problem. Düse, Zündung früher einstellen
und dann noch eine größere Krümel. Braucht man 18, bringt nichts, kann man echt nicht damit fahren. 22 geht, aber am besten natürlich eine 28er Krümel. Und eine gute Auspuff. Ne, zum Beispiel RS-Zigarre oder Original-Look, die bringen alle etwas. Und das Motor, ich sage immer, ja, ein bisschen fremd klingt das natürlich, dann atmet der Motor echt am besten. Also, wir raten das immer an, nicht nur Zylindereinbau, ja, kann man machen mit Originalteilen rum, aber nur Auspuff, 18 mm immer weg. Zündung früher einstellen, Düse anpassen, vielleicht noch Luftfilter, da haben wir ein Video, was man am Luftfilter machen kann, dass es mehr Luft bekommt, sage ich jetzt nicht mehr. Und natürlich ein 15er, minimal ein 15er Bing bringt schon etwas. Aber Leute, erinnere euch, ne, weil es ist echt wichtig, weil sonst das sind fast immer Probleme. Also, das war eine gute Rat nach meinem Urlaub. Ne? Also ja, was ist noch mehr wichtig? Speziell bei einem 70 Kubik Einbau. Viele Leute fragen uns, ja, kann ich meine originale Kurbelwelle behalten und hält meine originale Kurbelwelle eine 70 Kubik? Ja, das hält. Aber deine originale Kurbelwelle ist minimal 35, 40 Jahre alt und das Problem ist nicht immer die Kurbelwelle. Das Problem sind oft die Lager. Naja, wenn man mit Original fährt, hört man fast keine Geräusche und sind da keine Probleme. Weil Drehzahl ist bei einer Puch nicht mehr als zum Beispiel 7000 Umdrehungen. Aber wenn man eine 70 Kubik oder eine 50 Kubik schnelle Zylinder einbaut, geht das Drehzahl höher. Und, ja, wenn man alles macht, wie ich gerade gesagt habe. Ne? Und das Problem ist dann, dass die Lager, die machen das oft nicht mit. Auch die Simmeringen sind natürlich alt. Ne? Das ist vielleicht eine ältere Revision gewesen, aber dann noch, die Teile im Motor sind alt. Also ich rate immer, ich habe das selber mal gemacht, kleines Vorbild. Hatte eine Puch Macho Rider gekauft, das ist hier in den Niederlanden so ein hoher Puch mit Kickstarter-Motor. Da habe ich einfach rücksichtslos eine 70 Kubik eingebaut, 15er Bing, also Ritzel habe ich von 15 auf 14 gebracht und eine schnelle Auspuff, eine Proma GP, glaube ich. Na, dann und Zündung früher eingestellt natürlich und eine hohe Drückkopf. Da habe ich gefahren und das Ding, das ging eigentlich wie Sau. Ne? 68er Düse drin, Original Luftfilter bearbeitet und ja, mit 45 habe ich, glaube ich, damals 75 km/h, war kein Problem. Aber nach einer Runde bei uns um die Ecke war Schluss. Ein sehr großes Geräusch, also und waren die Lager weg. Die haben natürlich 40 Jahre original im Motor sind die gewesen, mit Drehzahl immer dasselbe. Also jetzt kommt mehr Power drauf und nach 300 Meter, 400 Meter waren die Lager weg. Also ich rate immer, wenn man etwas Schnelles einbaut, ein schneller Zylinder oder egal was, Motor rausnehmen, reinigen, neue Lager drin. Wenn Kurbelwelle noch okay ist, kannst du die behalten, aber wir raten immer, nimm eine neue Kurbelwelle, weil sonst, wenn das wieder kaputt geht danach, dann hast du alles gemacht am Motor und dann ist noch deine Pleuel zum Beispiel kaputt. Na, da haben wir keinen Bock drauf. Also ich hoffe, wenn da noch Fragen sind, bitte, bitte, bitte schreib uns eine E-Mail. Aber ich hoffe, dass in Zukunft die E-Mails mit dieser Frage etwas weniger werden. Ne? Kein Problem. Gut, dann haben wir noch, nächste Woche gehen, Verzeihung, der Erik und ich wieder weiter mit unserem Adi-Motor. Also das wird auch eine interessante Sendung. Und vergesse nicht zu abonnieren, drücke auf den Klingel, Fragen, Kommentare, schreibt die bitte hier unten und dann sehen wir einander wieder nächste Woche. Ciao.